Ja, hallo, liebe YouTuber. Ich bin's wieder und ich habe für heute für euch mal 7 Tipps für die praktische Prüfung. Und zwar hatte ich mir mal überlegt, was so die Schwierigkeiten in der praktischen Prüfung sind, wo so die meisten Fahrschüler, wenn es dazu kommt, durchfallen. Und ich will, dass nicht durchfällt, deswegen schaut euch das Video an. Der erste Punkt hört sich leichter an als getan, die Ruhe zu bewahren. Keine Hektik, so wie gelernt fahren und nichts Neues erfinden. Heißt, wenn ihr vorher in der Prüfung 50 gefahren seid, wo 50 ist, dann fährt ihr auch in der Prüfung 50, nicht 30. Kommt ab und zu mal vor, dass auf einmal ein Fahrschüler was Neues erfindet und 30 fährt, wo 50 ist. Ganz normal fahren, so wie ihr es gelernt habt. Na, und das ist auch ganz wichtig. Ruhe bewahren, locker fahren, keine Hektik. Ihr seid nicht da, um den schnellsten Zeitrekord aufzustellen, sondern ihr fährt einfach ganz normal, wie ihr es in den Fahrstunden gelernt habt. Spiegelbeobachtung. Ja, das stelle ich auch immer fest. Hängt mit dem ersten Punkt zusammen, die Ruhe bewahren. Denn ja, man lässt sich gerne unter Stress stellen und wird dann ganz steif, ne? Wie eine Schaufensterpuppe, ne, sage ich immer. Locker bleiben, alle 10 Sekunden am besten in den Innenspiegel schauen, um zu wissen, was hinter einem los ist. Man kann es auch mit dem Blick aufs Tacho verbinden, dass man so auch dann wieder da reinschaut. Das sehen die Prüfer immer sehr gerne, wenn man den Verkehr häufig beobachtet. Der dritte Punkt. Engstelle, langsam fahren. Auch das kommt immer wieder mal vor, dass ja, parkendes Auto rechts, parkendes Auto links im Gegenverkehr und ein Auto kommt noch im Gegenverkehr euch entgegen. Und jetzt müsst ihr entscheiden, weiterfahren oder anhalten. Ich sage immer im Zweifel anhalten, nichts riskieren, ne, denn wenn ihr noch mehr nach rechts rüberzieht, wenn ein Auto im Gegenverkehr kommt, dann kann es sein, dass euer Fahrlehrer euch ins Lenkrad reinpacken muss. Denn wenn ihr so weit rüberzieht, dass ihr fast einen Außenspiegel abhackt, dann muss er das natürlich auch ja, unterbinden. Unübersichtliche Kurven langsam angehen. Ja, kennt ihr vielleicht noch aus dem Theorieunterricht. Man muss immer so schnell fahren können, dass man innerhalb der Sichtweite stehen bleibt und auf engen und unübersichtlichen Straßen innerhalb der halben Sichtweite. Das heißt, dass wenn man nichts sieht, man so langsam fahren muss, dass man ultra schnell anhalten muss. Ja, für den Prüfer an sich kein Problem. Er weiß, was ihr in der Theorie gelernt habt und er kann von euch eigentlich nichts anderes erwarten als das, was ihr in der Theorie gelernt habt. Ja? Also nichts riskieren. Auch hier mehrere parkende Autos kennt ihr aus dem Theorieunterricht. Ihr kreuzt bestimmt nicht an, hupen und Gas geben, ne? Sondern Gas loslassen, bremsbereit sein. Auch die Abstände, ne, zu parkenden Autos 1 Meter. Ne? Lieber ein bisschen zu viel Platz lassen als zu wenig. Vor allem bei Fußgängern und Fahrradfahrern immer ganz gefährlich. Da immer viel Platz lassen. Nummer 4, rückwärts fahren. Ja, rückwärts fahren ist einer der gefährlichsten Fahrmanöver, wie man auf dem Bild sieht. Deswegen immer langsam machen. Ne? Auch nicht nur in den Innenspiegel gucken, sondern auch mal den Kopf nach hinten drehen. Viel gucken. Innenspiegel, linker Spiegel, rechter Spiegel, Kopf nach hinten drehen. Ihr könnt auch zwischendurch anhalten, während ihr rückwärts fährt, um euch umzuschauen. Das ist kein Problem. Präzision und Sicherheit gehen vor Schnelligkeit. Na, ihr kriegt keine Medaille dafür, dass ihr im Rekordtempo einparkt, sondern eher, dass ihr es genau und vorsichtig macht. Das ist ganz wichtig. Blinken, ja. Gut, Blinken hat man ja bestimmt gut beigebracht. Auch da wird immer wieder gefragt, wann soll ich blinken, wann nicht. Ich sage grundsätzlich immer lieber einmal zu viel blinken als zu wenig. Ne? Auch grundsätzlich kann man sich merken, immer wenn ihr in den Gegenverkehr rüberziehen müsst, also wenn ein Auto rechts geparkt hat, dann müsst ihr blinken, wenn ihr den Gegenverkehr zieht. Zurückblinken, grundsätzlich steht es im Gesetz, dass man, nachdem man an einem parkenden Fahrzeug vorbeigefahren ist, man zurückblinken muss. Es kommt immer ganz darauf an, in unserem Prüfbezirk wird das nicht angewandt, da ist es kein Problem, wenn man nicht zurückblinkt. Einfach das anwenden, so wie ihr es in der Praxis mit eurem Fahrlehrer gelernt habt. Spurwechsel früh ankündigen, auch hier kommt es immer wieder vor, ne, 2 Fahrstreifen. Ihr sollt an der nächsten Ampel links abbiegen, ihr guckt in den linken Spiegel, euch lässt keiner rein. Woran liegt's? Die anderen können nicht unsere Gedanken lesen, die wissen gar nicht, dass ihr die Spur wechseln wollt. Also Blinker anmachen und dann gucken, ob eine Lücke frei wird. Dann wird auch eine Lücke bestimmt frei, weil die Leute wissen, was ihr vorhabt. Abwürgen ist kein Problem. Auch das immer wieder, abwürgen, ich bin durchgefallen. Nein, bist du nicht.
bist du nicht. Wenn du einmal abwürgst, ist es kein Problem, auch normalerweise beim zweiten Mal kein Problem. Wichtig ist locker bleiben, nicht stressen lassen, tief durchatmen und checken, warum ihr abgewürgt habt. Es gibt eigentlich nur 2 Gründe, warum ihr abgewürgt habt. Entweder habt ihr die Kupplung zu schnell losgelassen oder es ist der falsche Gang drin. Und deswegen, checkt nochmal, ob ihr im ersten Gang seid, ruhig nochmal neutral machen, locker in den ersten schalten, Kupplung noch langsamer kommen lassen, dann klappt das auch. Wie gesagt, abwürgen ist kein Problem, Ruhe bewahren, dann schafft ihr das auch. Zu guter Letzt, erst gucken, dann lenken. Auch das kommt immer wieder vor, hektisch die Spur wechseln. Gucken und lenken niemals gleichzeitig. Dann sagt der Prüfer, Sie haben wunderschön geguckt, aber Sie hätten nur gesehen, wie Sie in das andere Auto reinfahren. Das separat machen. Erst gucken, dann lenken. Auch nicht Schulterblick 5-mal hintereinander machen. 1 bis 2 Mal, das war's. Dann kann man rüber. Und auch nicht zu lange den Schulterblick machen. Vor allem nicht in der Kurve, sonst wisst ihr nicht, wo ihr hinfährt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, kurzen Video helfen. Ihr schafft das, positiv in die Prüfung gehen, nicht negativ denken, dann klappt das auch. Wenn ich euch geholfen habe, freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn ihr mich abonnieren würdet, wäre das auch ganz toll. Markiert eure Freunde, teilt es mit ihnen. Ich schätze mal, dieses Video ist sehr hilfreich und ihr könnt damit noch vielen anderen helfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.